Der Internationale Währungsfonds, die Bank of England und sogar das Weltwirtschaftsforum warnen vor einem Platzen der KI-Blase. So warnen sie davor, dass sich KI-Aktien längst in einer Blase befinden würden, diese Unternehmen mehrere Stufen einer Blasenbildung durchlaufen und immer weiter in einen ungesunden Bereich vorstoßen. Sogar einer der größten Verfechter der KI-Revolution, Sam Altman von OpenAI, warnt vor einer Blasenbildung. Und eines muss ich ganz persönlich zugeben. Ein Problem, das ich immer wieder sehe, ist, dass auf einmal jede noch so kleine Kalkulation, Algorithmus, Software oder sonstiges als KI bezeichnet wird. So nach dem Motto, wir nennen das jetzt einfach AI und schon verkauft es sich von selbst. Oftmals nutzen viele Unternehmen aber nur vorprogrammierte Funktionen in ihrer Software und das ist eigentlich keine KI. Nur weil KI draufsteht, ist noch lange keine KI drin. Schauen wir aber auf die Fakten, die teilweise wirklich eine Blasenbildung befeuern. Nur 10 US-amerikanische Technologieunternehmen machen 36%, bald also fast schon 40% des Wertes vom S&P 500 aus. Die Nvidia-Aktie ist in den letzten 5 Jahren fast 70% pro Jahr gewachsen. Vor allem in den letzten Wochen sieht man immer wieder Grafiken, die eine Blasenbildung im KI-Sektor skizzieren. Beispielhaft diese hier im Hintergrund von Bloomberg. Skizziert wird hier ein Closed Loop, also ein geschlossener Kreis. Microsoft investiert Milliarden in OpenAI. OpenAI nutzt diese Milliarden, um von diesen Chips von Nvidia zu kaufen. Nvidia nutzt dieses Geld von OpenAI und gibt es zurück an OpenAI für Datenzentren, die wieder Nvidia-Chips benötigen. OpenAI kauft Milliarden an AMD-Chips, OpenAI wird Aktionär bei AMD. Man sieht also, es wird eine Art Karussell suggeriert. Dieses ganze Geld dreht sich im Kreis zwischen denselben Unternehmen. Es gibt sehr viele Charts dieser Art, die im Moment ihr Unwesen treiben und sie alle haben eins gemeinsam. Sie zeigen vermeintlich auf, wie sich die großen Technologieunternehmen gegenseitig mit sehr großen Deals finanzieren. Wenn man dieses oder eben sehr ähnlich gelagerte Charts sieht, kann man also denken, der Sektor befindet sich in einer Blase, die sicher bald platzt. Zugegeben, wenn KI es nicht schaffen sollte, in Zukunft Geld zu erwirtschaften, dann ist die Gefahr einer Blase sehr hoch. Wenn KI jedoch Geld erwirtschaftet und Wertschöpfung betreibt, wonach es zumindest bisher aussieht, dann überlebt diese Skizze. Befindet sich der Sektor für künstliche Intelligenz mit allen Unternehmen, die hier mitmischen, in einer Blase? Oder werden sich so einige wundern, wozu KI wirklich in der Lage ist? Und unabhängig von KI, welche Risiken für die Märkte bestehen generell in diesen sehr heiß gelaufenen Bewertungen, die wir sehen? Wir klären heute daten- und faktengetrieben, wie die Chancen um eine Blase im KI-Sektor stehen, was Unternehmen selbst von all dem halten, welche Risiken im Moment gern übersehen werden und vor allem, wie man sich und sein Vermögen im Falle einer Blase schützen kann. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dass meine Videos und Inhalte auf diesem Kanal lediglich Informations- und Unterhaltungszwecken dienen, meine persönliche Meinung widerspiegeln und keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung darstellen. Außerdem, wenn du mich für meine Arbeit mit diesem Kanal unterstützen möchtest, machst du das am besten, indem du den Kanal abonnierst und vielleicht noch ein Like da lässt. Immer kostenlos und immer gerne gesehen. Das Problem bei Blasenbildungen ist, dass sie schwer zu erkennen sind, da Menschen exponentielles Wachstum oft unterschätzen. Neue Technologien wie KI werden häufig als Blase abgetan, weil man sich ihr Potenzial nicht vorstellen kann und sofort werden Parallelen zur Vergangenheit gezogen. Der Aktienmarkt heute unterscheidet sich stark von der Dotcom-Blase vor 25 Jahren. Damals pumpten Investoren Kurse von Internetunternehmen hoch, die weder Produkte noch Gewinne vorweisen konnten. Im Gegensatz dazu sind Firmen wie Apple, Microsoft oder Nvidia hoch profitabel mit stetig wachsenden Gewinnen. Zudem hat sich die KI-Performance wirklich messbar verbessert. Generative KI erzeugt nun viel bessere Bilder und Videos. Modelle von OpenAI, xAI, DeepSeek und andere zeigen mittlerweile echte und beeindruckende Fortschritte. Am 28. Oktober fand das Nvidia GTC-Event in Washington DC statt. Dort trafen sich die klügsten Köpfe der Branche, um über KI, Hochleistungsrechnung, Robotik und beschleunigte Computertechnologie generell zu sprechen, zum Beispiel auch Quantum Computing, und die KI-Blase war natürlich auch ein Thema. Ich fasse erst einmal zusammen, was wir von Jensen Huang, CEO von Nvidia, hörten. So sagte er erstens, er denkt nicht, dass wir in einer KI-Blase stecken, da KI eine natürliche Übergangsphase von der bisherigen Rechenleistung hin zu beschleunigter Rechenleistung darstellt, also eine Art natürlicher Schritt in der Evolution von Computertechnologie. Außerdem stellte er erneut klar, dass es bereits viele Unternehmen gibt, die für diese beschleunigte Rechenleistung zahlen. Durch die Blume sagt er uns genau das, worauf ich bereits kurz hingewiesen habe. Im Gegenteil zur Dotcom-Blase, zu der Unternehmen keine Gewinne einfuhren, geschweige denn Produkte
Produkte launchen konnten, sehen wir das beim Thema KI bereits jetzt schon. Zweitens, er hielt fest, dass KI-Investitionen in reale Infrastruktur fließen. Das erkennen wir an den massiven Investitionen in Datenzentren. Wir befinden uns im Moment in einer Art Wettrüsten bei Datenzentren, da KI einfach nicht die Energie bekommt, die sie jetzt bereits schon benötigt. Unternehmen wie Microsoft müssen ihren Geschäftskunden aufgrund von Stromknappheit Datenzentrumsdienste verweigern. Die dritte und letzte Aussage ist, dass Nvidia die Erwartung äußerte, 20 Millionen Blackwell-Chips zu verkaufen. Die Blackwell-Chips von Nvidia sind die neueste GPU-Architektur, die speziell für KI entwickelt wurde. Sie ermöglichen 25 mal geringere Kosten und Energieverbrauch für das Training von KI-Modellen und werden hauptsächlich in Datenzentren für generative KI, Large Language Models und KI-Fabriken eingesetzt. Die Blackwell-Chips lösten die vorherige Generation eben dieser Chips für diesen Use Case ab. Die vorherige Generation wurde über den gesamten Lebenszyklus des Produkts nur 4 Millionen Mal verkauft. Blackwell schätzt man bereits jetzt schon auf 20 Millionen verkaufte Einheiten, was dem 5-fachen Volumen des Vorgängermodells entspricht. Nur in den letzten 4 Quartalen wurden bereits 6 Millionen Blackwell GPUs ausgeliefert. Nvidia zeigt den Märkten hier eindeutig auf, dass deren gesamte Produktionskapazität weit in die Zukunft hinaus ausverkauft ist, was nur einmal mehr bestätigt, wie hoch der Bedarf ist. Bill Gates war zuletzt Ende Oktober bei CNBC zu Gast und sagte, dass sich eine KI-Blase gebildet hat und viele Investitionen am Ende in eine Sackgasse führen werden. Im Rahmen genau dieses Auftritts sagte er aber auch, dass KI das größte, ich zitiere, technische Ding seiner Lebenszeit ist. Jerome Powell, Vorsitzender der amerikanischen Zentralbank Fed, sagte zuletzt, im Gegensatz zur Dotcom-Blase befinden sich die Ausgaben im KI-Sektor nicht in einer Blase. Ray Dalio sagte, es bildet sich eine riskante KI-Marktblase, die jedoch erst dann platzen wird, wenn die US-Notenbank ihre Geldpolitik strafft. Zum Thema straffere Geldpolitik. Die Fed hat in den USA gerade erst jetzt Ende Oktober, als die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte gesenkt wurden, das genaue Gegenteil angekündigt, nämlich dass man ab Dezember mit dem sogenannten Quantitative Easing, also einer lockeren Geldpolitik, beginnen wird. Und zu guter Letzt, Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, sagte, dass man KI nicht als Blase betrachten kann, sondern dass eher Bereiche des Sektors möglicherweise Anzeichen einer Blase zeigen. Sprechen wir also einmal über die Pro- und Kontra-Argumente. Gegen eine mögliche KI-Blase sprechen speziell die Aussagen von Jensen Huang, CEO von Nvidia. Nun könnte man sagen, dass es ja klar ist, dass er sich gegen eine Blase ausspricht. Nvidia hat ja ein monetäres Interesse daran, weiterhin GPUs zu verkaufen. Wer so denkt, übersieht aber meiner Meinung nach das größere Bild, denn Nvidia kann ja bereits mit Zahlen den großen Bedarf, der vorherrscht, untermauern. Künstliche Intelligenz befindet sich bereits in einem Zyklus, in dem sie Intelligenz generiert, für die es sich zu zahlen lohnt. Damit ist also gemeint, dass KI mittlerweile so intelligent, effizient und auch schnell wurde, dass es sich lohnt, für eben diese KI Geld zu bezahlen. Weiterhin erkennen wir, dass reales Kapital in physische und digitale Infrastruktur fließt, somit in Chips und Rechenzentren. Das schafft langfristige und reale Vermögenswerte. Zusammenfassend spricht gegen die Aussage, dass sich KI in einer Blase befindet, dass sie ein Megatrend ist, der von realen Gewinnen und notwendigen globalen Technologie-Upgrades getragen wird, nicht von unbegründeter Spekulation. Das ist gleichzeitig das Kernargument und auch ein unumstößlicher Fakt, im Gegenteil zur Dotcom-Blase. Und was spricht für eine Blasenbildung? Zum einen, dass die Erwartungen und Bewertungen teilweise wirklich überzogen sind. Wie ich heute schon zu Beginn sagte, nur weil KI draufsteht, ist nicht unbedingt KI drin. Das passt sehr gut zur Aussage von Bill Gates, der sagte, dass Massen an Investitionen in Sackgassen führen werden. Und das ist eine Aussage, der ich mich auch wirklich anschließen kann. Auch ich glaube nicht, dass alle Unternehmen an der Börse, die aktuell so bewertet sind, wie sie eben bewertet sind, das langfristig aufrechterhalten können. Meine Meinung und eine Art abschließende Gesamteinschätzung ist, dass sich KI-Technologie selbst in keiner Blase befindet. Die fundamentale Verschiebung, die wir entlang der verschiedensten Branchen und Technologien sehen, sprechen da, wie ich finde, eine eindeutige Sprache. Wir sehen die reale Schaffung von Anwendungsfällen in der echten Welt und die Einnahmen, die bereits viele Unternehmen aus diesem Sektor erwirtschaften, sind unbestreitbar. Die Bewertungen so einiger Unternehmen sind aber wahrscheinlich spekulativ. Es fühlt sich, wie ich finde, so an, als ob jedes Unternehmen mittlerweile denkt, es befindet sich im sprichwörtlichen Goldrausch, nur weil man ja sagt, man entwickelt nun die nächste KI, die nächstbeste Software, die KI unterstützt und so weiter und so fort. Ich finde, wir können das sehr gut mit dem damaligen Hype bei Elektroautos vergleichen. Als die Tesla-Aktie im Zeitraum zwischen 2019 und 2021 wirklich alles outperformt hatte, begann eine Art Hype auf Elektroautos. Ihr erinnert euch.
euch. VinFast war das neue Tesla, BYD war das neue Tesla und generell kündigte auf einmal jeder an, man möchte nun Elektroautos bauen, weil das ist ja so einfach. Wenn Tesla das kann, können wir das auch. Wo sich die Aktienkurse so einige Hype-Unternehmen von damals befinden, sehen wir, und ganz genauso fühlt sich KI für mich mittlerweile an. Es wird wenige Unternehmen geben, die Pioniere sind und langfristig wirklich weiterhin dominieren. Da sehe ich ganz klar Palantir, Nvidia, AMD, Google, Microsoft und einige wenige andere. Die allermeisten Unternehmen werden in meinen Augen aber ein ähnliches Schicksal erleben, wie so einige Hersteller von Elektroautos damals. Denn eines ist zumindest für mich klar: Der Markt befindet sich in einer äußerst kompetitiven Umgebung. Sobald Unternehmen nur um geringe prozentuale Anteile weniger Gewinn, Umsatz, Gewinn pro Aktie oder Cashflow berichten, werden diese Unternehmen sofort vom Markt abgestraft. Teilweise -8, -10% nachbörslich. Das Marktumfeld, in dem wir uns befinden, hat gelernt, die Unternehmen zu belohnen, die mit harten Zahlen belegen können, dass sie wachsen. Wie ich finde, ist das ein äußerst gesundes Anzeichen. Da im Moment übermäßig von einer KI-Blase gesprochen wird, habe ich das Gefühl, dass andere Risiken in den Hintergrund gelangen, was sehr gefährlich ist. Denn es gibt sehr wohl ein Thema, das ich als äußerst kritisch betrachte, und das hat überhaupt nichts mit KI zu tun, nämlich die Immobiliensituation in den USA. Genauer gesagt, Gewerbeimmobilien. Beim vorherigen FOMC-Meeting der Fed in den USA Ende September, als der Leitzins zum ersten Mal in diesem Jahr gesenkt wurde, hörte man nämlich, dass die Fed trotz der geplanten lockeren Geldpolitik bereit ist, Liquidität für Banken zu garantieren. Es ist so, Regionalbanken in den USA haben ein Problem. Auf ihren Bilanzen schlummern Kredite für Gewerbeimmobilien. Hier stehen mit Stand Oktober 2025 mehrere 100 Milliarden $, nicht Millionen, an Fälligkeiten an. Der Auslöser: Durch die massiven Zinserhöhungen der letzten Jahre und den Wandel durch das Homeoffice sind die Werte vieler Büro- und Geschäftsimmobilien in den USA drastisch gesunken. Diese Kredite werden nun Stück für Stück fällig und die Immobilieneigentümer können diese Kredite oft nicht refinanzieren, da die Beleihungswerte sanken. Wir sahen also eine Art kleine Bankenrettung aufgrund fauler Immobilienkredite. Nur die wenigsten sprechen davon. Aktuell ist es auch in Augen der Fed kein Grund zur Sorge. Ich möchte damit nur sagen, neben dieser angeblichen Angst vor einem Platzen einer KI-Blase gibt es weitere Risiken am Markt, über die man sich immer im Klaren sein sollte. Das letzte Thema für heute: die Methoden, wie man das eigene Kapital schützen kann. Egal, ob man nun an die Blase im KI-Sektor glaubt oder nicht, ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Methode Nummer 1 bezeichnet man als Überprüfung des Fundaments oder auch der Grundlagen. Erstens, sicherstellen, dass man einen gesunden Notgroschen auf der Seite hat, um im schlimmsten Fall in der Lage zu sein, unvorhergesehene Ausgaben abzudecken, ohne dabei auf das eigene Kapital zugreifen zu müssen. Sollte der Markt crashen, muss man dadurch nicht zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt verkaufen. Zweitens, die eigene Risikotoleranz erneut überprüfen. Es kann sein, dass sich die eigene Risikotoleranz verändert hat. Entweder ist man heute viel risikoaffiner als früher oder eben genau das Gegenteil und man möchte weniger Risiko eingehen. Die Investments sollten das widerspiegeln und speziell in Zeiten wie diesen macht es Sinn, die eigene Toleranz erneut in Frage zu stellen. Methode Nummer 2 könnte sein, dass man nach Regionen diversifiziert, zum Beispiel ex-USA, und damit den USA-Anteil versucht zu reduzieren. Meiner Meinung nach ist das ein sehr schwieriger Ansatz, da in unserer globalisierten Welt doch immer USA-Anteile vertreten sind. Selbst wenn man in ETFs, die speziell auf USA-Anteil verzichten, investiert, gestaltet sich dieses Vorhaben als schwierig. Ich habe hier einmal wirklich nur beispielhaft den X-Trackers MSCI World ex-USA genommen. Ja, die Top-Positionen solcher ETFs sind, wie wir hier sehen, außerhalb der USA, aber da sehe ich zwei Probleme. Problem Nummer 1: All diese Unternehmen treiben Handel mit den USA und unterhalten sogar oft eigene Standorte in den Staaten. Bedeutet also, wenn der Markt crasht, ist man zwar nicht direkt in den USA investiert, indirekt aber schon, und auch solche ETFs werden fallen, wenn der S&P 500 fällt. Problem Nummer 2: Der Japan-Anteil ist meistens sehr hoch. Hier bei fast 20%. Ich wollte die Methode trotzdem mit aufnehmen, wenn sie auch in meinen Augen nur mäßigen Schutz verspricht. Methode Nummer 3: Faktor-Investments. Faktor-Investing bedeutet, dass man entsprechend bestimmter Merkmale investiert. Heißt also, oftmals ETF, die nach Unternehmensgröße, Unterbewertung, Momentum oder Qualität investieren. Qualität kann dann heißen, dass es ein ETF ist, der nur in Unternehmen investiert, die gewisse Profitabilitätsstandards erfüllen, wie stabile, langjährige Gewinne und eine solide Bilanz. Methode Nummer 4: Downside Protection. Downside Protection beschreibt eine Art Versicherung gegen fallende Kurse. Oftmals werden hier Optionen verwendet, genauer gesagt Put-Optionen. Man wettet,
bettet also auf fallende Kurse. Wenn der Markt dann crasht, crasht zwar das eigene Portfolio gleich mit, die Put-Optionen steigen aber stark im Wert an und man kommt im besten Fall 0 auf 0 raus. Eine extrem teure Möglichkeit und vor allem eine, die sehr viel Geschicklichkeit verlangt. Methode Nummer 5: Hedging via Bitcoin. Ein Thema, das leider nach wie vor von zu wenigen Anlegern wirklich ernst genommen wird, ist das Hedging des eigenen Portfolios per Bitcoin. Einfach erklärt bedeutet das, man hält einen prozentualen Anteil des Gesamtvermögens durchgängig in Bitcoin, um sich vor dem Fiat-Risiko, das sich aus so einem Marktcrash ergibt, zu schützen. Beispiel: Wer 40% von 100% Vermögen in Bitcoin hält und die übrigen 60% in Aktien, der ist mit 40% in Bitcoin abgesichert. So zumindest die Theorie. Denn auch wenn Bitcoin eine gewisse Korrelation zum US-amerikanischen Nasdaq-Index hat und natürlich auch volatil ist, so sind die Zeiten, in denen die Ängste vor einem 80%igen Sturz im Bitcoin-Kurs gerechtfertigt sind, aufgrund der mittlerweile doch sehr hohen Adoption, sehr wahrscheinlich entkräftet. Man merke, das Umlaufvermögen von Bitcoin ist fix, das von Fiat-Währungen nicht. Wichtiger ist, wie ich finde, von vornherein gewisse Aspekte im Auge zu behalten und den Fokus auf diese zu legen. Erstens: Profitabilität der Unternehmen. Auf reale Gewinne und Einnahmen achten, nicht auf Wachstumsprognosen. Zweitens: Infrastrukturanbieter priorisieren. Unternehmen wie Nvidia und AMD profitieren von allen KI-Investitionen, unabhängig davon, welche Anwendung am Ende erfolgreich ist oder eben nicht. Bedeutet, egal ob bestimmte Use Cases von KI langfristig wirklich klappen oder nicht, AMD oder Nvidia verdienen ihr Geld ohne dieses Risiko. Neben AMD und Nvidia gibt es weitere Infrastrukturunternehmen im KI-Sektor. Drittens: Sicherstellen, dass die Investitionen der Unternehmen, in die man selbst investiert ist, dafür genutzt werden, um echte Probleme zu lösen. Industrielle Anwendungen, Cybersicherheit und vieles mehr. Eben Investitionen in KI-Technologie, durch die sich Produktivität steigern lässt, die am Ende auch messbar ist. Und viertens: Vorsicht bei Startups, die KI als Buzzword benutzen. Wie gesagt, nicht jedes Unternehmen, das behauptet, an KI zu arbeiten, arbeitet an wirklich echter KI. Mir war es sehr wichtig, mit dem heutigen Video einen wirklich großen und möglichst umfänglichen Beitrag zu diesem ganzen Thema der KI-Blase zu leisten. Ich habe versucht, in gewohnt daten- und auch faktengetriebener Manier alles, was wichtig ist, herunterzubrechen und zu beleuchten, sodass jeder individuell für sich selbst entscheiden kann, ob sich die Märkte nun in einer Blase befinden oder eben nicht. Ich hoffe wirklich sehr, dass mir das heute gelungen ist, bedanke mich an dieser Stelle wie immer für euren stetigen Support und wünsche euch noch einen schönen Tag.